dann mal weiter. Diesmal reden wir nicht mit Kate, weil uns ist alles egal. Deswegen, jetzt kann ich mittlerweile auch sagen, wer uns nicht egal ist. Uns ist die mit den blauen Haaren nicht egal, weil ich finde, blaue Haare sehen einfach nur geil aus. Das Tattoo, das sie hat, finde ich super awesome. Und ja, generell, ich mag den Kara sehr gerne. Was ich gerade noch gemacht habe, und dann hat mein Aufnahmeprogramm ein bisschen gesponnen. Ich habe ein Foto hier von dem Tisch gemacht. Und zwar ist es so, dass wir hier immer die Episoden, hier, ne, 5, 1, 2, 3, 4, 5 Episoden haben wir. Und da sind alle Fotos, die wir in der Episode bekommen können. Ich möchte 100% haben. Das heißt, das war jetzt das Foto, was ich gerade gemacht habe. Und genau, wir klappern einfach jedes Foto ab. Bevor es jetzt noch ganz, ganz weitergeht, schauen wir uns mal nochmal den nächsten an. Mit dem haben wir schließlich gleich zu tun. Ich dachte, Victoria Chase wäre mein größtes soziales Problem. Jetzt muss ich mich auch noch mit Nathan Prescott rumschlagen. Ich denke, er hat meine verrückte Zeitreisekraft ausgelöst, als er das Mädchen im WC erschossen hat. Er ist 19 und bereits ein furchterregender Scheißkerl. Ich denke, ich habe einen kleinen Vorteil gegenüber Nathan mit meinen Zeitreisen. Aber wenn er mich erschießt, kann ich auch nichts verändern. Ich muss aufpassen, wenn er in der Nähe ist, besonders weil er Freunde in wichtigen Positionen hat. Der Name seiner Familie steht quasi auf jedem Gebäude in Blackwell. Sein Geld gegen meins. Nathan tut mir schon leid. Er scheint sich nicht unter Kontrolle zu haben, als hätte er Drogen oder zu viele Medikamente genommen. Andererseits ist er ein Arsch, den niemand zur Rechenschaft zieht. Und er hat nur fast, ein Mädchen auf dem Campus getötet. Soll ich direkt zur Polizei gehen? Was soll ich zu meiner Zeitreise sagen? Gar nichts. Ich muss halt jetzt Augen im Hinterkopf haben. Ja, exactly. Dann haben wir noch Nummer 9. Also genau, das Foto habe ich gemacht. Wir sind zu jedem ein absolutes Arschloch, bis auf zu dem Mädchen mit den blauen Haaren, weil sie schöne blaue Haare hat. Das ist einfach die Begründung. Die Entscheidungen werden immer schlimmer. Es spitzt sich natürlich im Laufe der Episoden zu. Ich warne dann vielleicht auch nicht wirklich vor. Das sehe ich dann. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ich weiß nicht, ob ich eins habe. Trifft, glaube ich, am besten zu, weil sie weiß es ja momentan nicht, ob dieses Bild, was sie hat von sich, von hinten, das klingt falsch, mit den ganzen Polaroid-Selfies an der Wand, ob das das Richtige ist. Yeah, I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Gut. Zitieren wir ihn doch einfach mal. Er mag es schließlich zitiert. Ja, er mag es total zitiert zu werden. Also zitieren wir ihn weiter. Hallo, Excuse me, Mr. Jefferson. Photography's future stars avoid handing in her picture. John Lennon hat mal I'm on gesagt, top of it. dass... I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Mhm. Nein, ich schaue nicht auf ihn. But. Nein. So, raus mit uns. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. Mal I gucken, can't ob die tell Rolle wieder anybody. anrennen wird. They'll think I'm crazy. Also Umschaltung. Ah, jetzt kann ich nämlich rennen. Rennen. Oh, hallo Mensch. Hi. Hallo. Guten Tag. Hallo. Okay. Dann gehen wir mal schnell wieder da rein.
Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come Don't on, put that thing ever down! Tell me what to do. Wowzer, it's half. Sick. I need a hammer to break it open. You control me! You are going to get in. Wir können uns Zeit lassen. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people Nehmen wir trying einfach to das da. control me! You are going to get in hella more trouble for this. Then drugs. Ja, hat sie recht. Ever tell to do. I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. No way! Don't ever touch me again, freak! Im Prinzip könnte er immer noch schießen, also ich sterbe nicht. Ich bin trotzdem vorsichtig. Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Ich muss kurz was tun. Ich musste kurz einen Screenshot machen, weil ich das Bild von dem Schmetterfly hier auf dem Waschbecken so schön finde. Verlassen wir Los Toiletos. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use so. the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Ich mag ihn nicht. Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Genau. Ich hab jetzt gerade voll beim Bitchy-Schnippen ans Mikrofon gehauen. Go Bigfoots! Steht da. Ich hasse den Kerl voll. Der ist so unsympathisch. Ach, wir sagen nichts. Wir gehen einfach. Können wir einfach gehen? Guten Tag. Hold on, Max. Come back here. Ich will nicht petzen. Andererseits, es ist ein ziemliches You look a little Arschloch. stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Nun, Vorname, reden Sie mit mir. Du? Natürlich melden wir den Sack. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told We'll you? continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Nein. So, dieser Schmetterling links oben kommt immer, wenn ich nichts mehr... Nein, muss ich anders sagen. Es ist endgültig. Wenn ich es einmal nicht change, nicht ändere, dann ist es endgültig und ich muss mit den Konsequenzen leben.
Rote Krawatte auf rot-rosanes Hemd geht gar nicht. Auch wenn das irgendwie tragen kann, das geht gar nicht. Ganz furchtbar. Aufs Schulgelände! Yay! Oh, den Typ. Die Statue haben wir, glaube ich, gesehen. Warum glaube ich? Haben wir gesehen im Journal, wo die ganzen Fotos aufgelistet sind. Ich zeige euch das mal kurz. Und dann können wir gleich noch ein bisschen weiterlesen. Falsches? Hier. Da sieht man den Menschen. Ich glaube, das ist er. Da gehen wir jetzt gleich hin. Ich lese eine Seite, dann lese eine Seite. Dann gehen wir dahin. Und dann schauen wir weiter. Ich fühlte mich so beschissen. Ich wollte bloß auf der Toilette allein sein und mein Gesicht waschen nach diesem Albtraum. Im Bad sah ich diesen wunderschönen blauen Schmetterling reinfliegen und als ich in der Ecke ein Foto von ihm machte, kam Nathan Prescott rein und führte wirre Monologe. Ich versteckte mich und dann kam diese Punkerin rein und sie stritten über Drogen und Geld. Dann zog Nathan allen Ernstes eine Waffe und erschoss sie. Hier wird's merkwürdig. Als er abdrückte, kam ich aus der Ecke und streckte aus irgendeinem blöden Grund meine Hand aus, als könnte ich die Kugel aufhalten. Plötzlich fühlte ich die Veränderung in der Welt um mich und Druck auf meinen Kopf. Alles schien rückwärts zu laufen und ich war wieder an meinem Tisch. Ich dachte, mir wären Drogen untergejubelt worden, bis es mich beruhigte. Im Unterricht lief alles wie vorher. Täglich grüßt das Murmeltier. Irgendwie konnte ich die Zeit zurückdrehen. Einen Nervenzusammenbruch konnte ich nur verhindern, indem ich ausprobierte, ob ich diesmal das Mädchen von Nathan retten könnte. Kein Plan wie. Ich wusste nur, dass ich nicht mit mir leben können würde, wenn ich sie wieder sterben ließe. Diesmal konnte ich Jefferson... Diesmal konnte ich Jefferson mit den richtigen Antworten auf all seine Fragen entkommen und aufs Klo eilen. Ich versteckte mich wieder und konnte es kaum glauben, als Nathan auftauchte und wieder durchdrehte. Dann kam das Mädchen wieder aufs Klo und bevor Nathan sie erschießen konnte, löste ich den alten Feueralarm aus und verscheuchte sie beide. Sieg! Bis ich vom Sicherheitschef David Matzen, der sich für Chuck Norris, Blackwell Ranger hält, ausgefragt wurde. Nathan Prescott hätte fast ein Mädchen getötet, aber das Problem bin ich. Ich war so froh, als Direktor Wells einschritt und David wegscheuchte. Da kommt jetzt nämlich die nächste Seite auch noch mit. Ich traf die womöglich fatale Entscheidung, Direktor Wells zu sagen, dass Nathan im Klo mit einer Waffe rumgefuchtelt hatte. Ich wollte aber das Mädchen oder meine Zeitreise nicht erwähnen, aus offensichtlichen Gründen. Er glaubte mir nicht und schaffte es fast, dass ich mich schlecht dafür fühlte, ihm erzählt zu haben, dass Blackwells allergrößter Wichtigtuer Waffen besitzt. Ich konnte ihm nicht sagen, dass er in der vorherigen Zeitschiene ein Mädchen umgebracht hatte. Mein Schultag hatte also mit einem apokalyptischen Traum begonnen und endete damit, dass ich ein Leben rettete und entdeckte, dass ich die Zeit zurückdrehen kann. Besser geht's nicht. Would Nathan Prescott please come to the front office? Thank you. Vermisstenposter hier überall. Überall! What do we have here? Ein Plakat. Ein einzelnes Plakat. I would so be there if a Sasquatch actually did battle a Razorback. Diesen Freitag. Bla, könnt ihr gerne durchlesen. Es sieht schon irgendwie cool aus. Ganzes schwarze Brett. Voll mit diesen Missing Posters. Das Bild sieht aus wie Shining. Hier ist Johnny. Jetzt machen wir mal ein Bild von dem Kerl hier. Oh, Warren hat geschrieben. I better read Warren's text before he blows my phone up. Ja, schon gerade ein Foto. Schön mit der Taube auf dem Kopf. Alter! Ich sehe dich auf dem Parkplatz. Ich bin cool. Wirst du schon sehen. Er ist super awesome. Meine Kamera ist bereit. Okay. Das heißt, wir treffen gleich Warren. Wir hatten Geburtstag. Wir hatten immer noch Geburtstag und haben Geld bekommen. Und wir schreiben scheinbar... Okay, aktiv nicht, aber
Okay, I better get to my dorm and grab the Danke, flash mach drive. bitte dieses Scheißfoto. Das ist eine sehr komische Reihenfolge gerade. Tab, Tagebuch. Ah, den Direktor haben wir jetzt. Den Direktor nehme ich noch mit. Ich weiß nicht, was Direktor Wells' Problem ist. Er scheint mir stets zu misstrauen. Wer hätte gedacht, dass ich solchen Ärger bereite? Er wollte wissen, warum ich Löcher in die Luft starre. Ich stotterte wie ein Trottel. Er hat so viel Macht über mein Stipendium, dass er mich mega nervös macht. Ich habe ihn mit anderen Lehrern und Schülern lachen sehen, also weiß ich, dass er ein Problem mit mir hat. Er schien etwas gestresst, aber das wäre ich auch, wenn ich Blackwell und das ganze Theater beaufsichtigen müsste. Sein Atem roch nach Alkohol, aber das könnte auch sein Eau de Cologne gewesen sein. Eau de Cologne. Oder so. Oder? Bei meinem ersten Besuch in seinem Büro war er so nett und gab mir das Gefühl, Teil einer besonderen Welt zu werden. Er meinte, er hofft, ich werde mal eine großartige Fotografin und erwidere Blackwell den Gefallen. Das halte ich für Wunschdenken, aber es hat sich gut angefühlt. Ich darf nur nicht weiter auffallen, bis ich sein Vertrauen gewonnen habe. Münzen! Oh, Münzen! Ansehen, schauen This is a uns great Münzen an. image. All those rippling green coins. I hope everybody got their wish. Springbrunnen. Hinsetzen. Ja, mal ein bisschen Revue passieren lassen, wie es so schön heißt. This day has been so insane. Everything is happening too fast. And none of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why.